Melanie Schubert aus Karben in Hessen schreibt einen Essensplan für die Woche. So weiß die 33-Jährige später beim Einkauf ganz genau, was sie und ihre Familie wirklich brauchen. Weil ich auch glaube, dass man dadurch ein bisschen was sparen kann, anstatt alle 2 Tage einkaufen zu gehen, weil du dann den Überblick verlierst. Die Friseurin arbeitet in Teilzeit, verdient etwa 900 € netto im Monat. Im August erwartet sie ihr zweites Kind. Ihr Mann arbeitet als Garten- und Landschaftsbauer bei der Stadt, die Familie Durchschnittsverdiener in Deutschland. Die Einkäufe vorher, was ich jetzt hier so drin hatte, haben vorher 70 bis 80 € gekostet. Und jetzt bin ich bei Aldi allein schon um die 100 € los für eine Woche. Zuletzt hatten die Preise nämlich nochmal kräftig angezogen. Das kann es halt einfach nicht sein, dass unsere Gehälter für die Arbeit einfach die ganze Zeit da sind, wo sie vor 10 Jahren schon waren, aber die Lebensmittelpreise oder auch Benzinpreise, Mietpreise ins Unermessliche steigen. Noch mehr Supermärkte anzufahren kommt für sie nicht mehr in Frage, denn der Sprit ist zu teuer, trotz der Steuersenkung Anfang des Monats. Bei Angeboten kauft sie häufig gleich 2 Packungen, so wie heute die Brombeeren. Außerdem kauft sie Eigenmarken, denn die sind oft günstiger. Trotzdem, die Preissteigerungen sind schon jetzt bei allen Verbrauchern deutlich spürbar. Brot ist teuer bei Bäckerei, also ist alles. Fleisch ist teuer, Gemüse sind teuer, Aufmark ist alles teurer. Also überall sind die Preise gestiegen. Alles, was man dringend braucht, ist teurer geworden. Also als ich das letzte Mal jetzt vor einer knappen Woche den wöchentlichen Aldi-Einkauf gemacht habe, war ich knapp bei 120 € und das sind gewöhnlich so in der Regel 80 bis 90 €. Und das war dann schon krass. Und das war noch nicht alles. Beispiel 1: Milch und Milchprodukte. Ab Juli wird es deutlich teurer werden, denn die Vertragslaufzeiten zwischen Molkereien und Handel laufen aus. Derzeit wird verhandelt. Preissteigerungen von 20 Cent pro Liter sind durchaus realistisch, sagen Kenner der Branche. Und auch andere Molkereiprodukte werden deutlich teurer werden. So heißt es vom Milchindustrieverband: Steigerungsraten von 20% könnten durchaus möglich sein. Man braucht einen bestimmten Anteil an Lebensmitteln jeden Tag für dich, für deine Kinder. Und wenn du das einfach nicht mehr bezahlen kannst, dann denke ich mir, ist das echt ein Armutszeugnis für so ein reiches Land im Grunde genommen. Ich kann mir vorstellen, dass viele dann einfach nicht mehr auf die gewohnten Lebensmittel zurückgreifen und einfach was anderes dann auswählen. Klar fragt man sich, wo das noch hinführen soll, sozusagen. Denn schon in den letzten 2 Jahren ist der Milchpreis um 20% gestiegen. So lagen die Kosten für die Rohmilch im April 2020 bei einem Liter noch bei rund 30 Cent. In diesem April waren es bereits 37 Cent. Auch die Molkereikosten stiegen von über 23 auf ca. 28 Cent. Genauso wie die Preise im Handel von rund 14 auf 17 Cent je Liter. Insgesamt kostete der Liter Milch 2020 73 Cent. Im April dieses Jahres waren es bereits durchschnittlich 88 Cent. Gründe für die Preissteigerung sind steigende Futterpreise, höhere Energiepreise in der Molkerei sowie höhere Transport- und Verpackungskosten. Zweites Beispiel: Speiseöl. Bekannt ist, dass Sonnenblumenöl wegen des Krieges in der Ukraine knapp und teuer ist. Aber viel weniger bekannt ist, auch Palmöl ist stark im Preis gestiegen. Größter Palmölproduzent Indonesien. Von den weltweit im vergangenen Jahr produzierten rund 77 Millionen Tonnen Palmöl stammen gut 45 Millionen aus Indonesien. Auch dort sind die Palmölpreise gestiegen. Nachdem es deswegen zu Unruhen kam, wurde sogar der Export vom eigenen Palmöl verboten. Folge: Für den Rest der Welt ist der Palmölpreis sprunghaft angestiegen, erklärt Agrarökonom Martin Queim. Er ist Professor an der Universität Bonn. Wenn in der Situation natürlich ein Land wie Indonesien sagt, wir exportieren jetzt nichts mehr, dann führt das kurzfristig dazu, dass die Preise sprunghaft ansteigen. Das sehen wir auch, das sind sie auch schon von einem vorher sehr hohen Niveau, aber dann eben noch mal deutlich nach oben gegangen. Das hat auch Auswirkungen auf uns in Deutschland, denn hier werden jährlich rund 1,8 Millionen Tonnen Palmöl verbraucht. Unter anderem in vielen verarbeiteten Lebensmitteln. So steckt Palmöl zum Beispiel in vielen Schokoladen, Keksen, Pizzen, Müslis oder Chips.
Vor wenigen Tagen wurde der Exportstopp aufgehoben. Die Preise sind zwar gesunken, aber nach wie vor auf Rekordniveau, fast dreimal so hoch wie vor 2 Jahren. Bei den Lebensmitteln hierzulande macht sich das noch nicht bemerkbar. In den nächsten Wochen und Monaten wird es unser Portemonnaie aber treffen. Ähnlich die Situation bei unserem dritten Beispiel, Weizen. Auch hier ist wegen des Krieges in der Ukraine aktuell wenig verfügbar. Und jetzt hat auch noch Indien den Export von Weizen verboten. Das fördert die Knappheit und treibt die Preise nach oben. Agrarökonom Martin Qualm erklärt, allgemein könnten nicht nur der Krieg, sondern auch Wetterextreme immer wieder schnell zu steigenden Preisen führen. Wenn dann kleinere Mengen ausfallen oder die Erwartung da ist, dass kleinere Mengen ausfallen, dann macht sich das sofort in Preissprüngen bemerkbar. Und kleinere Mengen ausfallen kann heißen, dass irgendein Land seine Grenzen dicht macht. Kleinere Mengen ausfallen kann aber auch heißen, dass irgendwo eine Hitzewelle die Ernte reduziert. Oder es kann heißen, dass eine Überschwemmung droht und deswegen die Ernte niedriger ist. Und auf solche Arten von Krisen müssen wir uns ja zunehmend einstellen. Das alles frustriert Melanie Schubert. Große Ausflüge in den Zoo oder Freizeitparks sind schon gestrichen bei der Familie. Stattdessen geht es zum Beispiel in den heimischen Kleingarten. Hier wollen sie jetzt selbst Gemüse anpflanzen. Ich denke schon, dass sich das im Geldbeutel bemerkbar macht, wenn wir dann aus dem Garten das Obst und Gemüse beziehen, anstatt eben dann vom Supermarkt. Und so schlägt die Inflation zu. Große Sprünge sind nicht mehr drin. Auch nicht beim Shoppen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich kaufe ganz viel Secondhand, weil ich selber für mich keinen Pullover für 25 oder 30 Euro brauche. Oder wenn mein Kind in den Kindergarten oder in die Schule geht, keine 15 oder 20 Euro Jeans braucht. Steigende Preise und Löhne, die da nicht mehr mithalten, bedeutet Verzicht und Sparsamkeit. In Monaten der Rekordinflationsrate von fast 8%, deshalb Alltag in Deutschland.